Geld sparen, Kapital aufbauen, vielleicht sogar ein kleines Vermögen. Und das bei geringem Einkommen? Ja, das funktioniert. Mit der sogenannten 50-30-20-Regel hast du am Monatsende immer noch genug Geld übrig, ohne dich groß einschränken zu müssen. Die Formel hilft dabei, die eigenen Ausgaben und den Kontostand besser im Blick zu behalten, sowie bewusst zu investieren. Mehr als konsequente Planung und Selbstdisziplin ist dazu nicht notwendig. Und nebenbei kannst du dir ein nettes finanzielles Polster für das Alter und für Notfälle aufbauen. Heute zeigen wir dir, wie die 50-30-20-Regel funktioniert und wie du damit deine Finanzen optimierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Denn seien wir ehrlich, die Schulen bringen dir das nicht bei. Also, wenn das Thema für dich interessant ist oder du lernen willst, wie du besser mit deinem Geld umgehst und mehr finanzielle Freiheit hast, dann bist du hier goldrichtig. Und wenn du heute nur eine Sache schaffen willst, dann ist es, den Like-Button zu zerstören, damit ich mehr dieser Videos erstellen kann. Die 50-30-20-Regel ist eine einfache Formel, um selbst bei geringem Einkommen Geld zu sparen und Kapital aufzubauen. Dabei wird das verfügbare Einkommen auf 3 unterschiedlich große Ausgaben- und Sparbereiche verteilt. Ziel der 50-30-20-Regel ist, einen besseren finanziellen Überblick über seine Finanzen zu erhalten, sowie das monatliche Budget konsequent zu organisieren, damit am Ende auch Geld übrig bleibt. Entscheidend ist, dass du keine Ausnahme machst. Auch das Weihnachts- oder Urlaubsgeld muss nach der 50-30-20-Regel aufgeteilt werden. Nach der 50-30-20-Regel teilst du dein Einkommen in 3 Kategorien auf. Der erste Teil in Höhe von 50% ist für die Grundausgaben vorgesehen. Der zweite Teil zu 30% dient der Finanzierung persönlicher Bedürfnisse. Die restlichen 20% werden zum Sparen oder zur Schuldentilgung genutzt. Konkret sieht das Ganze so aus. Die Grundausgaben bilden mit 50% den größten Posten, die jeden Monat anfallen. Miete, Strom, Versicherung, monatliche Kosten aus Internet- und Handytarifen, Unterhalt und Tankfüllungen für das Auto, Lebensmittel und so weiter. Rechne genau aus, was du hierfür benötigst und ob nicht doch Einsparungen möglich sind. Zum Beispiel durch Umzug bei der Miete oder bei den Strom- und Versicherungskosten. Hier helfen oft Preisvergleichsportale. Ziel ist, dass du für diese Grundausgaben niemals mehr als 50% deines verfügbaren Nettoeinkommens aufwendest. Die 30% sind die Kosten für persönliche Bedürfnisse. Zu dieser Kategorie zählen alle Ausgaben, die nicht lebensnotwendig sind, die aber das Leben versüßen oder dazu beitragen, dass du abends mal mit deinen Freunden rausgehen oder in den Urlaub fahren kannst. Sie werden deshalb auch Freizeitausgaben genannt. Dazu gehören zum Beispiel Restaurantbesuche, Reisen, Shopping, Kleidung, Kino, Hobbys, Entertainment und so weiter. Wofür du das Geld ausgibst, entscheidest nur du alleine oder mit deinem Partner gemeinsam. Dennoch solltest du diese Ausgaben genau im Blick behalten und regelmäßig darüber Buch führen. Auch hier gilt, Kosten für persönliche Bedürfnisse dürfen 30% deines Nettoeinkommens nicht übersteigen. Kommen wir jetzt zu dem Sparanteil. Gemäß der 50-30-20-Regel bleiben jetzt noch 20% des Nettoeinkommens, die noch nicht verplant sind. Gut so, denn das war der Plan. Das Fünftel dient entweder als Rücklage für Notfälle oder zum Kapitalaufbau. Sei es für private Altersvorsorge oder zum Immobilienkauf. Ebenso kannst du damit einen laufenden Kredit zurückzahlen und Schulden tilgen. Die Schuldentilgung sollte immer Vorrang vor dem Sparzielen haben, da du hier Zinsen draufzahlen musst. Erst wenn alle Schulden getilgt sind, ist es sinnvoll, Geld zu investieren. Durch geschickte Investitionen sowie durch einen Emergency Fund wirst du in der Lage sein,
finanziell frei zu werden. Warum funktioniert die 50-30-20-Regel? Tatsächlich lässt sich mit der Methode, die letztlich vom Pareto-Prinzip abgeleitet ist, bereits nach kurzer Zeit relativ einfach solides Kapital aufbauen. Obendrein hast du so deine Einnahmen und Ausgaben bzw. monatlichen Kosten viel besser im Blick als zuvor. Weiterer Vorteil: die schnellen Erfolge motivieren zusätzlich. Du kannst sehr gut mit der 50-30-20-Regel finanzielle Engpässe überwinden. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn du dich ebenso konsequent wie diszipliniert an die Aufteilung deines Einkommens hältst. Häufig hilft es schon, wenn du die 20% auf ein separates Spar- oder Tagesgeldkonto per Dauerauftrag überweist. Zugegeben, das ist bei manchen Einkommen nicht leicht. Es kann aber gelingen, indem du die 50-30-20-Formel zum Anlass nimmst, deine Ausgaben einem kritischen Check zu unterziehen. Womöglich lebst du aktuell über deinen Verhältnissen und kannst an einigen Stellen die Ausgaben reduzieren. Ohne Konsequenz funktioniert die 50-30-20-Regel nicht. Falls du das Sparziel von 20% aufgrund zu hoher Miete oder anderer Fixkosten partout nicht einhalten kannst, solltest du die Formel nicht gleich in Frage stellen. Der Schlüssel liegt in den Einsparmöglichkeiten. Ist ein Umzug in eine kleinere Wohnung möglich? Kannst du kürzeren oder günstigeren Urlaub machen? Sind wirklich alle Anschaffungen nötig? Das mag heute Lebensqualität kosten, eröffnet dir dann aber in der Zukunft größere Spielräume und bringt dich sicherlich dem Ziel der finanziellen Freiheit ein gutes Stück näher. Zum Beispiel, weil du dadurch in der Lage bist, eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim zu kaufen und mietfrei zu leben. Falls du keine hohen finanziellen Ansprüche an deine Freizeitgestaltung hast, liegt hier noch weiteres Einsparpotenzial. Nur bitte nicht zu viel Lebensqualität einbüßen. Ja, sicher, in 10 Jahren finanziell frei zu sein ist schön. Aber dafür dann 10 Jahre wie ein Schlucker zu leben, macht auch keinen Spaß. Die 50-30-20-Regel trägt bei konsequenter und dauerhafter Anwendung nahezu automatisch dazu bei, deine guten Vorsätze einzuhalten. Sie kann dir auf deinem Weg zu einem kleinen Vermögen oder zur finanziellen Freiheit eine wertvolle Unterstützung sein. Sie ist kinderleicht zu verstehen, anzuwenden und beschert dir selbst bei vergleichsweise geringem Einkommen im Laufe der Zeit einen beachtlichen Kapitalertrag. Und nicht vergessen, hat dir das Video gefallen? Du möchtest uns unterstützen, damit wir jede Woche neue Videos zur Verfügung stellen können? Dann gib uns einen Daumen nach oben und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Leben in Freiheit.